Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute zu dem zweiten Teil von meiner Universal Ridgeline. Ich habe jetzt hier mal mein Paracord-Set mitgenommen, da ist die drin. Ja, und heute geht das eigentlich darum, warum heißt die Ridgeline Universal Ridgeline und wie ist die beste Handhabung von dieser Ridgeline. Dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum, fange ich mal an, suche mir mal einen schönen Baum und dann zeige ich euch als erstes mal die Befestigung. So, ich habe jetzt mal die Ridgeline schon mal ausgepackt hier aus meinem Packsack. Ja, und zur Erinnerung, hier ist die Schlaufe, mit dem wir die Ridgeline am Baum festmachen. Hier ist die Arretierung, das sind die beiden Prusik-Spanner und das ist hier der Spannknebel. Ja, jetzt zeige ich euch als erstes mal, wie man die Ridgeline am besten am Baum befestigt. So, ich habe mir jetzt mal hier einen Baum gesucht, nicht allzu dicken, damit ich euch das besser zeigen kann. Ja, das erste, was wir machen müssen, ist eigentlich erstmal den Durchmesser bzw. circa in etwa den Umfang abzuschätzen. Dann nehmen wir hier unsere Ridgeline und ziehen schon mal das Stück so weit raus hier an Seil. Seht ihr das? Das wir in etwa benötigen, um das Seil um den Baum zu kriegen. Ja, und dann dienen uns hier praktisch die beiden Prusik-Schlaufen als Stopper, damit uns das Hölzchen nicht bis auf den Boden rutscht und wir das dann jedes Mal wieder aufheben müssen. Gut, dann machen wir das jetzt mal am Baum fest. Wir können jetzt das Seil nehmen, hier um den Baum rumgehen und wie ihr seht, hängt hier unser Spannklotz. Der rutscht aber jetzt nicht auf den Boden. Würdet ihr das nicht machen und das so lassen, dann fällt euch jedes Mal der Klotz auf den Boden. Ihr müsst euch bücken und das mühsam wieder ranholen. Das ist Quatsch, das kann man also ganz leicht vermeiden. Jetzt hole ich mir mal meine beiden Prusiks wieder zurück. So, jetzt habe ich wieder die Länge in etwa. Und dann gehe ich hier einfach rum. So, und habe mein Hölzchen gleich hier am Mann und kann die Schnur spannen. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal vom Namen. Hier ist unser Stück Schnur. Hier ist der Spannklotz, gehalten von den beiden Prusiks. Jetzt geht man hier einfach um den Baum rum. So, hat hier, ich gehe mal noch ein Stück höher, dann seht ihr das besser. So, hat hier jetzt seinen Spannklotz mit den beiden Prusiks. Und dann kann man das Ganze hier festziehen. Und schon ist die Schnur am Baum befestigt und jetzt könnte man hier mit den Prusik-Schlingen weitergehen zur anderen Seite, aber die lasse ich jetzt erst noch hängen. So, wenn ihr das Seil befestigt habt, dann ist es wichtig, dass ihr hier das zweite Spannklötzchen mit dem Seil mitnehmt auf die andere Seite. Ich lege mir das jetzt hier so, dass sich das Seil durch die Finger zieht. Und beim Laufen, wenn ihr das über Kreuz gewickelt habt, könnt ihr dann schön mit dem Teil laufen und nehmt das Klötzchen mit. So, zum Rüberlaufen auf die andere Seite, wie gesagt, hier den Klotz zwischen die Finger nehmen, mit der Schnur loslaufen, um den Baum rum. Da müsst ihr das Seil auch nicht drum rumziehen. Macht das mal. Seht ihr, wie schön das geht? So, jetzt haltet ihr das hier fest, dass euch das nicht runterfällt. Gebt ein bisschen nach und macht euch hier die Schlaufe für den Prusik rein. Dann habt ihr hier den Spanner und könnt das Ganze hier durchfädeln. Richtet das aus, spannt und fest ist die Ridgeline. Nun nochmal das Spannen vom Namen. Also das ist unsere Ridgeline. Ihr macht hier praktisch eine Schlaufe rein, holt euch das Ende vom Baum, zieht das hier durch. Da habt ihr dann das zum Spannen. Dann geht man einfach hier mit dem Knebel durch und kann die Ridgeline spannen. Schon ist das Ganze fest. Zum Öffnen müsst ihr dann hier nur den Knebel drehen. Um hier den Knoten wieder rauszukriegen, halte ich immer hier das Ende gespannt und kann hier ziehen. Zack. Da müsst ihr nicht rumfummeln, dann ist der Knoten auch wieder raus.
Befestigt sieht das Ganze jetzt so aus. Das ist das Ende, was wir zuerst am Baum festgemacht haben. Hier ist der Blockierknebel. Dann hängen hier noch unsere beiden Prusikknoten. Die können wir jetzt verschieben, dahin, wo wir das dann nachher benötigen. Dann haben wir hier unsere eigentliche Ridgeline. Und das hier ist das Ende mit dem Spanner und dem Spannknoten. Das geht dann hier um den Baum, damit es fixiert ist. Ja, das war eigentlich so das Handling von der Ridgeline, was ich euch zeigen wollte, wie man das am besten macht, ohne dass man sich viel bücken muss. Immer die Klötzchen hochheben, das kann nervig sein und man kann es sehr leicht vermeiden, wenn man eigentlich weiß, wie man es richtig macht. Ja gut, jetzt hängt die Ridgeline, das heißt, ich werde jetzt mit euch mal ein paar Aufbauvarianten durchgehen und zwar genau die ich eigentlich benutze und wieso ich das Ganze Universal-Ridgeline nenne. Dann kommen wir zu Variante 1, wahrscheinlich die häufigste Variante. Abspann eines Ponchos oder Tarps als Schrägdach an der Ridgeline, kann auch ein Bodenlager sein. Ich mache das jetzt mal mit dem Poncho. So, dann nehmen wir mal unseren Poncho oder Tarp, wie ihr wollt. Dann nehmen wir uns hier unsere erste Prusik-Schlinge mit dem Jungle Knot, führen das jetzt hier durch die Öse oder durch die Schlaufe vom Tarp, wie ihr das wollt. So, und dann können wir das hier einfach einhängen, gehen hier durch die obere Lasche. Und fest ist das. Ich zeige das mal nochmal vom Namen. Hier ist die Öse vom Poncho. Die ist bei mir besonders eng, recht eng sogar, weil ich hier noch die Tarp-Loops durchgezogen habe. Aber es passt trotzdem. Die Öse ist auch noch kleiner hier. Das ist ja dieser Poncho von Varus Teleka. Aber trotzdem, wie ihr seht, passt das hier wunderbar durch. So, dann geht ihr einfach mit der Schlinge hier durch, hängt das hier oben ein und schon ist das Ganze fest. Ich halte mal die Hand dahinter für einen Kontrast. So, und wenn ihr das loshaben wollt, nachher nehmt ihr das einfach hier wieder raus und ihr könnt es wieder rausziehen. Das sind diese Jungle Knots. Okay, jetzt hänge ich das hier ein. So, und dann können wir unseren Prusik schon mal so ungefähr in die Position bringen, wo wir ihn brauchen. So, als nächstes müssen wir natürlich unseren Prusik dann hier rüber verschieben. Jetzt mache ich das gleiche hier auf der anderen Seite auch. Gehe hier durch, hänge hier den Jungle Knot wieder ein und kann dann hier spannen. Und schon haben wir unser Tarp oder Poncho in diesem Fall abgespannt. So, hinten noch festgesteckt mit Hering. Jetzt müsste man das hier nur noch zubinden, das Ganze, nach hinten rausspannen und fertig wär's. Und das gleiche gilt natürlich auch für einen Tarp. Ja, wie ihr seht, ruckzuck, schnell gespannt und natürlich genauso schnell auch wieder abzubauen. Durch die Jungle Knots, ihr braucht es bloß aushängen, die beiden Klötze lösen und schon ist das Ganze ab, aufwickeln, fertig. Ja, warum habe ich das Ding jetzt Universal Ridgeline genannt? Kann ich da auch noch andere Aufbauten mitmachen? Ja, sicher. Und zwar zum Beispiel den Diamantaufbau. Da gibt es sogar noch einige Tricks. Die zeige ich euch jetzt. Für den Tarp Diamantaufbau machen wir wieder das erste Ende unserer Ridgeline genauso am Baum fest mit dem Spannknebel wie gehabt. Dann haben wir ja hier die beiden Prusik-Schlaufen. An der ersten Prusik-Schlaufe machen wir dann unser Tarp fest. Ich habe jetzt hier mal ein 2,50 Meter mal 2,50 Meter Tarp in M05 Finish Tarn. Das mache ich euch jetzt mal ran. So, dann gehen wir hier durch die Schlaufe und hängen das hier wieder mit unserem Jungle Knot ein.
So, dann ist es hier fest. Jetzt müssen wir es bloß noch abspannen. So, jetzt müsste man eigentlich nur noch die Ecke abspannen. Das mache ich aber noch nicht, weil ich euch noch was zeigen möchte. Wenn ihr das Tarp an der Mittellasche noch abspannen wollt und ihr habt kein Stück Paracord mehr, könnt ihr nämlich auch die Ridgeline nehmen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dazu holen wir uns die restliche Ridgeline samt Prusik vom Baum und gehen zu unserer Lasche. So, wir ziehen den Prusik jetzt vor unsere Lasche und dann gehen wir hier durch und machen den Jungle Knot zu. So, dann haben wir das hier fixiert und jetzt können wir das Tarp dann nachher nach hinten abspannen. Dazu mache ich aber jetzt erstmal die Seitenlasche fest. Also, das ist jetzt hier befestigt. Jetzt die Seite des Tarps noch abspannen. So, und ich habe das deswegen zuerst gemacht, weil er jetzt natürlich viel schwerer an die Schlaufe kommt, an die Mittelschlaufe vom Tarp. Die Schnur hatte ich mir schon nach hinten geworfen, dass ich da nicht mehr ran muss. So, und wie ihr seht, können wir es jetzt spannen. Vielleicht mit dem Hering oder hier irgendwo kann man das Ding dann nach oben rausspannen. Ich versuche es mal jetzt hier. Noch einen zusätzlichen Hering. Sehr lose der Boden hier, klappt nicht so. Hier vielleicht. Okay. Ja, das ist gut. So. Und rausspannen. Seht ihr das? Ihr könnt dann hier sogar noch mit dem Prusik nacharbeiten und könnt euch das schön anpassen. So, dann zeige ich euch das noch mal von nahen. Hier ist also die Befestigung. Hier ist unser erster Prusik, der das Tarp hält. Hier geht dann die Ridgeline lang, geht dann immer weiter hier rum, geht dann hier bis zur Mittelschlaufe mit dem zweiten Jungle Loop und dem Prusik fixiert und dann geht das hier nach hinten weg und ist dann da abgespannt. Und so kriegt ihr dann auch wirklich noch Spannung hinten aufs Tarp, ohne dass ihr eine zusätzliche Schnur braucht, ein Stück Paracord oder sonstiges. Das hintere Spannklötzchen ist noch frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr das so hier als Seilspanner verwenden, wie bei der Ridgeline, um euer Tarp nach hinten rauszuspannen. Und schon steht euer Diamantaufbau. Gut, da wir jetzt gerade beim Diamantaufbau sind, die nächste Variante, der freistehende Diamantaufbau, abgespannt zwischen zwei Bäumen. Ja, dazu brauchen wir natürlich wieder unsere Ridgeline zwischen den Bäumen. Die habe ich, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, wieder abgespannt. Jetzt haben wir hier unsere beiden Prusik-Spanner mit den Jungle Knots und die nehmen wir jetzt bis zur Mitte mit.
da wo wir unser Tarp abspannen wollen. So, dann würde ich sagen, machen wir unser Tarp etwa hier an die Stelle. Dazu nehmen wir jetzt den hinteren rechten Prusik und lassen den hier noch frei. Und zwar ist der auf der Seite, wo wir hier das restliche Seil haben. Das zeige ich euch noch, wofür das gut sein kann. Okay, also hier machen wir jetzt unser Tarp fest, wie bekannt. Spitze hier rein, Jungle Knot eingehangen und schon können wir unser Tarp nach hinten abspannen. Hier das Ganze nochmal von hinten gesehen. Da sind jetzt unsere beiden Prusiks. Der hier ist noch frei. Das ist der, der zum Seilspanner geht, wo wir hier das lose Ende haben. Und das können wir nämlich dann hier oben durchfädeln und damit auch das Tarp nach hinten rausspannen, wenn die Bäume nicht zu weit auseinander sind. In meinem Fall hier ist die restliche Ridgeline lang genug. Das heißt, ich nehme jetzt die Ridgeline, die von hinten kommt, lege die hier in den Jungle Knot und klemme das fest. Und schon haben wir hier die Befestigung, um das restliche Paracord nach hinten abzuspannen. Ich mache das extra mit 2 Prusiks, damit sich die Last besser verteilt. Einmal die Zuglast vom Tarp, einmal auf dem einen Prusik-Knoten und die Zuglast von dem Paracord, was das Tarp nach hinten rausspannt, auch auf einem Prusik-Knoten. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch, weil wir keine Prusik-Schlinge mehr haben, das Seil oder das Paracord hier in dem Fall hinten durch die Mittellasche von dem Tarp noch durchfädeln, sonst kommen wir nachher schlecht ran. Dazu nehme ich jetzt hier die Mittellasche, nehme das Stück Paracord und ziehe das hier schon mal durch. Das macht dann die Verbindung zur Ridgeline. So, das Stück Paracord habe ich mir hier schon hingelegt, damit ich da nicht mehr ans Tarp ran muss. Dann spanne ich jetzt hier mal das Tarp an der hinteren Lasche ab. So, dann die eine Seite, klar. So, noch hier vorne. So, jetzt steht eigentlich schon unser Diamantaufbau. Jetzt müssen wir es nur noch nach hinten rausziehen. Dafür nehme ich jetzt noch einen Hering. Ich hoffe, der hält da hinten. Das war vorhin schon sehr weich. Mal gucken. So, und jetzt seht ihr schon, können wir das Ganze hier wieder rausspannen. Man könnte es ja auch hier an Baum festbinden, aber es geht auch unten. Ja, gar nicht so einfach. Hier hält's. Okay, mal so im Groben. So, dann können wir hier Spannschlaufe machen. So, das durch und hier mit einem Stück Abspann und das Ganze ziehen. Und fertig ist unser freistehender Diamantaufbau. Ich zeige euch den Aufbau jetzt nochmal von nahen im Detail.
Ja, wie ihr gesehen habt, ist die Universal-Ridgeline für alle möglichen Tarpaufbauten zu gebrauchen. Ist einfach in der Handhabung und vor allen Dingen auch im Winter können euch keine Knoten einfrieren. Die Knebel lassen sich durch Drehen lösen. Die Jungle Loops müsst ihr einfach aushaken, auch wenn das gefroren ist. Mit ein bisschen Brechen habt ihr das auseinander. Also ich finde, das ist ein rundum gutes System. Wie gesagt, man kann damit auch noch einen Poncho-Notfallshelter aufbauen. Das will ich aber im anderen Video machen. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, dann hat mich noch ein Abonnent gefragt, hey, sag mal, wie sieht denn das aus? Kannst du nicht mal ein Paracord-Set für Anfänger zum Start vorstellen? Ja, das werde ich machen. Da werde ich noch ein separates Video drüber machen. Und zwar werde ich hier mein Set vorstellen. Ja gut, das war der Praxisteil zur Ridgeline. Ich würde sagen, wir schließen das Video jetzt hier an der Stelle. Ich trinke noch einen Kaffee. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.